und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Adagio beim Blockflöte-Spielen schöner gestalten könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Mein erster Tipp, um ein Adagio schöner zu gestalten, wäre, achtet noch mehr auf das Tempo des Adagios. Also es ist natürlich ein langsamer Satz, das wisst ihr, aber man kann oft noch mehr Ruhe reinbringen in diesen Satz und auch mehr Affekt, also diese Berührtheit und dieses Gefühlvolle, als man sich vielleicht bewusst ist, wenn man eine ganze Sonate spielt mit auch schnellen Sätzen, wo sich Allegro, Adagio und Vivace und Presto, was auch immer, abwechseln, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich diese Ruhe reinbringt, die ein Adagio braucht, ganz losgelöst von dem Tempo, was ihr gerade vorher vielleicht gespielt habt. Und diese Ruhe, die könnt ihr reinbringen, nicht nur durch das Gesamttempo, dass das eben auf jeden Fall nicht zu schnell ist, sondern auch in das Stück selbst, dadurch, dass ihr euch Zeit nehmt zum Einatmen und schon einatmet im Geiste des Stückes, also im Tempo des Stückes und eben auch im Affekt des Stückes. Also wenn ihr ein Adagio schön ausgebreitet und gefühlvoll spielen wollt und das schön langsam spielen wollt und ihr atmet dann total hektisch vorher ein oder ganz schnell, dann ist eigentlich diese Ruhe gleich zu Anfang schon wieder zerstört. Dann kommt ihr erstens mal selbst nicht in dieses ruhige Spielen rein, das das Adagio braucht. Und auch euer Zuhörer hört und sieht auch an eurer Bewegung, dass ihr diese Ruhe innerlich nicht habt. Also macht das Einatmen in aller Ruhe und habt schon eine Vorstellung, wie schnell bzw. wie langsam ihr das Stück gleich spielen werdet. Das Gleiche gilt für das Atmen im Stück. Auch da könnt ihr oft viel mehr Ruhe reinbringen, als viele das tun, indem ihr auch euch Zeit nehmt zum Atmen und auch in der Stimmung des Stückes sozusagen, im Affekt atmet und da wirklich drin seid mit eurem Gefühl. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, speziell zu den Atemholstellen im Stück, wie ihr das schöner gestalten könnt an den Stellen, wo ihr atmen müsst. Und dadurch kommt es eigentlich auch automatisch, dass ihr euch Zeit nehmt für die einzelnen Phrasen. Und diese Phrasen, also diese Abschnitte in dem Satz, die müsst ihr euch natürlich klar machen. Ihr müsst wissen, von wo bis wo geht der erste Melodiebogen und bis wohin der nächste. Und dann versuchen, diese Stellen auch als Einheit durchzuspielen. Und dazwischen eben immer wieder sich die Zeit zu nehmen. Also diese Abwechslung aus nach vorne spielen und wirklich eine Linie verfolgen, einen Bogen spielen und dann wieder Ruhe und Zeit nehmen, das macht das Adagio lebendig und macht es interessanter.
falls ihr Verzierungen spielt im Adagio, was sich ja oft anbietet, dann achtet darauf, dass eure Verzierungen auch in den Affekt passen, dass sie also keine unnötige Unruhe hineinbringen und dass die verzierte Version eigentlich genauso wirkt wie die nicht verzierte Version, in dem Sinne, dass sie das Gleiche ausstrahlt, auch wenn ihr mehr Noten habt. Ja, also dass eine Verzierung im Adagio jetzt nicht den Effekt hat, als ob ihr ein virtuoses Allegro spielt. Sondern die müssen entsprechend oft langsamer gespielt sein, als ihr vielleicht annehmt und sind oft auch schöner mit weniger Noten, weniger Verzierungsnoten als mit ganz vielen. Dann könnt ihr euer Adagio auch noch viel schöner gestalten, indem ihr auch eine etwas härtere Artikulation auch manchmal reinbringt. Also ihr braucht nicht zu denken, dass ihr bei einem langsamen Satz alles ganz weich anstoßen müsst mit der Zunge, denn das wäre viel zu langweilig, aber auch zu undeutlich. Also auch beim Adagio wirklich mit Tü und Dü oder noch anderen Varianten arbeiten. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eigentlich wieder auch zurückkommt auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ihr euch Zeit nehmt zum Einatmen, zum tief richtig einatmen natürlich. Und dann müsste euer Ton von selbst schön laut und voll klingen. Und das ist natürlich gerade für ein Adagio super wichtig, dass ihr also tonlich da in die Vollen geht. Das macht einen riesen Unterschied, ob man das einfach mal so ein bisschen losspielt oder ob man wirklich gut einatmet und dann eben seinen Ton zu voller Stärke entwickelt. Ja, ich hoffe, diese paar Tipps für die Gestaltung des Adagio helfen euch weiter. Ich wäre sehr gespannt, wie ihr damit zurechtkommt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall freue ich mich über eure Resonanz und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss!